Willkommen zurück aus der Pause. Wir sind nach wie vor bei GreenTech Live und heute habe ich die zwei wichtigsten Leute aus dem Innoport dabei, sage ich jetzt mal so. Katrin, die Leiterin hier, für alles irgendwie zuständig, organisatorisch etc. Und The Man, ja, Adrian Schickler, der hier alles irgendwie managt und alles irgendwie auch kann. Also so ein Typ will jede Frau irgendwie eigentlich gern daheim haben. Ganz salopp. Ja, die Katrin hat ihn. Also wir standen vor einem Jahr, wir drei standen vor einem Jahr schon mal hier, hatten wir eine erste Konferenz bei euch, hat gut geklappt, hat viel Spaß gemacht, ihr habt uns toll unterstützt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal hören, was ist in dem Jahr passiert. Katrin, du als Leiterin, Corona natürlich nicht so richtig gut für euer Business, aber wie schlimm war es, sage ich mal? Ja, es war einerseits schlimm, weil wir sind ja halt ein analoger Treffpunkt, also der lebt von Begegnungen, der lebt von Veranstaltungen und das war natürlich schwierig. Aber es war dann wiederum doch positiv, dass so unsere Gründungspartner und Unternehmer hier in der Region einfach gemerkt haben, man muss wieder mehr so in die Region gucken, muss einfach auch gucken, kann ich da auch Geschäftspartner haben oder muss alles von irgendwo herkommen. Das war super. Also wir haben dann auch ganz früh schon aus unseren Gründungspartnern so eine Mastermind-Gruppe gegründet, um da einfach reinzuhören, was beschäftigt die, was wollen sie vom Innoport. Und wir haben jetzt tatsächlich neulich bei der letzten Mastermind-Gruppenbesprechung haben wir einen kleinen Trailer produziert. Und ich glaube, da kommt ganz gut rüber, was wir hier wollen, was hier passiert. Und da würde ich sagen, gucken wir uns denn jetzt einfach mal gemeinsam an. Gerne. Der Innoport, Zukunft zusammen machen. Ich glaube, für keinen Ort hier in der Region gilt genau dieser Slogan, weil hier kommen alle zusammen, hier kommen Startups zusammen, hier kommen etablierte Unternehmen zusammen und gemeinsam entstehen hier großartige Dinge. Hier treffen sich Menschen, die aufgeschlossen sind, die ein richtig gutes Mindset haben, die Bock drauf haben, sich auszutauschen. Also hier ist genau die richtige Location, um neue Ideen auf die Welt zu bringen, neue Ideen umzusetzen und mal richtig Spaß zu haben. Für mich ist wichtig, sich im Innoport zu engagieren, weil es einfach wichtig ist, den Standort Reutlingen mit zu unterstützen, zu netzwerken, Startups zu unterstützen, Wissen herauszuziehen, aber auch Wissen zu geben. Ich glaube, dass der Innoport eine Keimzelle ist für Innovation, deswegen heißt er ja auch Innoport, aber vor allem auch für Netzwerke. Wir finden hier ganz viele Menschen, die in unserem Bereich tätig sind oder vor allem auch in ganz anderen Bereichen tätig sind, mit denen wir sonst keinen Kontakt hätten. Ich verbringe total gern Zeit am Innoport, weil ich da gute Ideen mit interessanten Leuten diskutieren kann, in total entspannten Umfeld. Ich habe selten hier in der Region einen Ort erlebt, der so offen ist für jeden, der irgendwie ein Interesse hat, hier mit dabei zu sein und mitzugestalten. Man kann das umsetzen, was man nirgends anders kann, hat verschiedene Möglichkeiten, ein riesen Netzwerk. Ja, kommt einfach vorbei und wir machen das zusammen. Sehr schön, ja, wie gehört von den Protagonisten im Film, im Innoport-Netzwerken ist trotz Corona irgendwie groß geschrieben. Ihr habt ja auch alle möglichen neuen Partner und so, willst du da vielleicht ein bisschen was sagen? Auch neue Startups, neue ich sag mal, Gründungsmitglieder, glaube ich auch. Ja, genau. Also, wie gesagt, so ist ja unser Claim. Also, es geht einfach um Zukunft zusammen machen. Also, da haben wir jetzt schon einfach mit 51 Gründungspartnern eine tolle Community. Wir haben jetzt auch schon über 20 Startups, die bei uns Mitglied sind und auch Firmen, die Mitglied sind. Und wie gesagt, also klar war alles schwierig, man kommt immer leicht so ins Jammern, aber das Thema ist machen. Einfach machen. Und ich denke, da kann der Adrian, weil das ist der Macher, der auch die Macher betreut, kann der Adrian einfach auch mal so ein bisschen berichten, was denn eigentlich schon richtig Tolles entstanden ist bei uns. In dem Film haben wir auch relativ viele Sachen, komm ruhig ein bisschen näher, trau dich. In dem Film haben wir ja auch relativ viele Sachen gesehen schon, im Untergeschoss, sage ich jetzt mal. Ich war auch schon eine Weile nicht mehr da. Erzähl mal so ein bisschen, was passiert, Makerspace, da gibt es so viele Projekte, gleichzeitig wahrscheinlich, dass es eigentlich aus dir raussprudeln müsste, mein Lieber. Also bei uns im Makerspace ist natürlich durch Corona auch noch verhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist doch so, dass das eine oder andere Startup natürlich bei uns trotzdem reinschaut.
Wir hatten bereits schon im vergangenen Jahr das erste Startup, das ein Zelt gebaut hat und ein Startup, das leuchtende Fliesen baut. Jetzt, man kann ja sagen, 2022 ist jetzt noch nicht so arg viel passiert, das Jahr ist ja noch ganz jung, aber auch dieses Jahr zum Beispiel die Firma Spectra, etabliertes Unternehmen, hat jetzt hier einen Prototypen gebaut für die Firma Festool, die ja hier auch Partner ist im Innoport. War für uns dann ganz spannend, weil die das nicht über den Innoport hatten, aber im Innoport zusammen quasi den Prototyp entworfen haben. Und die haben sich hier kennengelernt oder die kannten sich schon natürlich? vorher, aber haben dann quasi zusammen den Innoport mehr oder weniger genutzt, um hier den Prototypen zu bauen an der CNC-Fräse. Dann haben wir ein Startup, die Deko-Artikel produzieren möchte. Und so passiert ja halt immer wieder vieles. Wäre jetzt gestern ein Startup gekommen, das, wie nennt man die beim Gitarrespielen, die Plates produzieren möchte aus Schallplatten, wo er einfach sagt, er braucht Rat und Tat, wie er das umsetzen kann. Die kommen immer wieder mit Fragen und da versuchen wir natürlich tatkräftig zur Seite zu stehen. Was natürlich sonst noch im Makerspace passiert, ist, dass wir uns immer weiter ausbauen, weiterentwickeln. Wir sind jetzt gerade dran, in der Halle nebendran Strom zu legen. Da komme ich jetzt gerade aktuell her. Also es steht hier nie still. Wir sind stetig am Wachsen und Weiterentwickeln, damit nachher alles natürlich gleich bereit steht, wenn wir dann tatsächlich wieder hier voll durchstarten können, was hoffentlich jetzt dann der Fall ist. Dass wir wieder richtig anziehen können. Wir sind gespannt, wenn die Gruppen, gab ja auch so Konzepte, dass ihr viel mit Gruppen, auch mit Universitäten oder mit Hochschulen, auch mit Schulen kooperiert, die zu euch kommen und so. Wir haben uns gestern noch mal kurz gesagt mit Adrian, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Weil es kommen ja keine Gäste, aber du hast mehr zu tun als eh und je und es gibt kaum ein Projekt, in das du involviert bist. Ja. Also es ist unheimlich, also man kann sagen, letztendlich, ich bin eigentlich für den Innoport zuständig. Der Innoport ist ja aber hier auf einem Areal, das die 14-fache Größe hat vom Innoport eigentlich. Und da bin ich natürlich auch wieder in verschiedensten Bereichen mit dem technischen Aspekt trotzdem immer wieder mit drin. Sei es Elektroinstallation, Wasserinstallation, Gebäudeplanung, Containerburgenplanung. Also hier entstehen fast jeden Tag irgendwelche neuen Ideen, wo es dann mein Job ist, da von der technischen Seite her zu beraten, zu recherchieren, mit umzusetzen, damit hier einfach das Ganze vorangeht und weiter wächst. Ich war zuletzt im letzten Jahr hier und da standen nur alle möglichen Gebäude. Gestern Abend sind wir so eine Runde spazieren gegangen und dachten, okay, wir laufen jetzt hier mal zweimal um den Block. Das Areal ist so groß, dass du tatsächlich irgendwie eine Viertelstunde Richtung, was ist das, geografisch Osten oder Süden läufst, also massiv. Thema Bau wegen mir auch, wir haben ja eine GreenTech-Konferenz, nachhaltiges Bauen und Leben, so ist ein Schwerpunkt von der Konferenz. Natürlich auch, ihr habt euch da auch ein paar Gedanken gemacht, wenn es um den Bau geht, aber auch, wir haben da ein paar Projekte, da kannst du vielleicht was dazu sagen, Katrin. Genau, also wir sind ja letztendlich ein Startprojekt für diesen 14 Hektar großen Industriepark RT Unlimited. Also das wird jetzt einfach das Gelände entwickelt mit Technologieschwerpunkt, also da sind wir schon bei digitaler Transformation, KI, Industrie 4.0. Also das sind so die großen Überthemen. Dann kriegen wir also hat leider noch nicht gestartet, zum Beispiel jetzt ein Projekt von der Hochschule, da geht es um autonomes Fahren. Also wird jetzt vermutlich starten ab dem 1.7. Dann haben wir mittlerweile, das ist jetzt auch interessant, also wir haben noch ein Gebäude, das ist das ehemalige BETS-Verwaltungsgebäude, haben wir jetzt einfach Raum und Platz, um aus Startups anzusiedeln. Also sind wir jetzt gerade auch in Gesprächen, dass einfach Startups auch hier quasi ihr Büro haben können oder ihren Coworking Space haben können. Und dann haben wir einfach Traffic. Ein Gedanke auch, das weiß ich, da war der Markus Besch gestern auch hier bei dem Kongress, da geht es einfach um Social Impact-Themen, also einfach Nachhaltigkeit in verschiedensten Formen auch gelebt. Und auf dem großen Ganzen, also es gibt quasi für die Interessenten letztendlich auch ein Handbuch, wie sie ihre Neubauten erstellen sollen. Und da sind ganz viele Sachen eingearbeitet, also wie ich halt mit irgendwelchen regenerativen Energien arbeiten muss oder Dachbegrünungen, also rauf, runter. Es wird für das ganze Gelände, das ist auch super spannend, 2 Mobilitätshubs geben. Also am oberen und am unteren Ende, weil man einfach keinen Individualverkehr auf dem Gelände will, komme ich da einfach an. Wir kriegen jetzt auch eine Zughaltestelle. Ich komme da an
und dann habe ich da verschiedenste Möglichkeiten. Also ich habe einen E-Scooter, ich habe ein E-Fahrrad, ich kann vielleicht dann natürlich jetzt auch mit diesem autonomen Projekt mit der Hochschule autonome Fahrsysteme nutzen. Also da ist einiges im Flow. Das braucht jetzt natürlich noch einen Entwicklungszeitraum. Genau, die 14 Hektar ist so die Zielgröße 10 Jahre. Es sind auch schon die ersten 2 Grundstücke tatsächlich verkauft. Also sprich, der Abbruch jetzt bis Ende Mai und dann wird schon losgehen, so langsam mit ersten Bauten. Und als Besucher komme ich im nächsten Jahr mit den Öffis hierher und bewege mich mit einem E-Roller oder mit einem Ja, also jetzt Scooter die irgendwie Haltestelle, durch genau, die wird jetzt schon ab Dezember bei uns sein. Und die Mobilitätshubs, ich denke, da brauchen wir noch ein bisschen. Also ob es nächstes Jahr schon ist, kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich denke, so Zeithorizont 2-3 Jahre gibt es da dann einfach schon Angebote auch an der Haltestelle. Also Wir haben im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, es gibt ja auch ein paar Kooperationen, die in dem Nachhaltigkeitsbereich sind, zum Beispiel BW-Con hast du angedeutet. Willst du dazu was sagen noch, Katrin? Genau, also wir sind jetzt natürlich im Innoport, also wir hoffen, dass wir richtig durchstarten können, auch mit Veranstaltungen und Programmformaten. Und dann ist natürlich angedacht einfach so Innovation Labs, also da hatte ich jetzt erst vorgestern ein Gespräch mit BW-Con, dass man einfach mal so ein Innovation Lab macht, wie so eine Art Summercamp-Format, wo man einfach nachhaltige Herausforderungen reinschmeißt und dann wirklich mit einer Arbeitsgruppe bestehend aus Studenten, also von etablierten Unternehmen, Mitarbeitern, einfach so eine bunte Mischung. Also das ist schon so unsere Aufgabe, wirklich schon Schüler, Studenten, Startups, etablierte Firmen einfach zusammenzubringen und das Wichtige branchenübergreifend. Das hat mir am Trailer sehr deutlich, denke ich, rausgehört. Das ist einfach super. Also weil da entstehen einfach Synergien, die findet man sonst nicht. Wo gehe ich hin, dass ich aus vielen Branchen Leute treffe und Studenten treffe und Startups treffe. Und das ist einfach super hier. Und am Anfang des Gesprächs war ja auch der Schwerpunkt, dass man sich tatsächlich für keinen Ort hier in der Region Entwicklung und so, ich sag mal, geopolitische Lage und so in Russland und so, das befördert die regionale Netzwerkarbeit, bei der ihr da sehr, sehr gut seid. Wir haben ja auch mit unserem GreenTech-Thema mit Startups von euch auch mit kooperiert, sage ich mal. Wir hatten dabei den Johannes Schlee von Schwaben-Akku, der ist bei euch aktiv. Wir hatten den Markus Besch, wie du erwähnt hast, der war dabei. Nächstes Mal vielleicht noch ein paar andere Greentech-Unternehmer. Ich weiß nicht, ob wir einen vergessen haben, den du erwähnst, der in dem Bereich vielleicht aktiv ist. Das wäre vielleicht für unsere Zielgruppe interessant auch. Also was wir wirklich haben, das sollte eigentlich auch immer in Präsenz bei uns stattfinden. Wir haben jetzt schon in der 5. Runde einen Textil-Accelerator. Nennt sich Stoff im Kopf und da hat es extrem viele nachhaltige Projekte. Also sei es jetzt nur irgendwie, also das letzte Kick-Off gibt es zum Beispiel jetzt ein Team, die machen tatsächlich irgendwie Aufarbeitung von Bananenschalen oder so diese Bananenfasern. Dann gibt es in diesem Thema gibt's auch Projekte, die befassen sich mit KI, also wo schon über KI einfach irgendwelche Nähte kontrolliert werden. Also weil in Nähereien halt oft viel Ausschuss ist, also viel wird dann weggeworfen oder kann nicht wiederverwertet werden, dass die schon im Produktionsprozess einfach auch mit den neuen Technologien gucken, wie kann ich das besser machen. Wir haben ein Startup, da kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen, 3D Shape, also die haben es wirklich, die kommen aus der Mode, also sie ist Modedesignerin, das sind Schnittmeister und die haben jetzt quasi über 3D kann man da jetzt quasi Entwürfe machen für Kleider, für alles. Und es wird dann automatisch in den 2D-Schnittplan ausgedruckt. Da warst du involviert, weißt du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, also letztendlich, was die bei uns machen, ist nachher vor allem ihre, sage ich mal, Musterpuppen bauen im Kleinformat. Was das Besondere bei denen ihrer Software ist, viele machen inzwischen 3D-Modellierung. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht mehr besonders. Aber die haben eben eine Software entwickelt, die sagt, ich habe das 3D-Modell, das ja inzwischen heutzutage fast jeder erstellen kann, und ich generiere damit ein Schnittmuster, wie ich es früher halt auch schon gebraucht habe. Sprich, ich muss nicht hergehen und sagen, okay, ich habe das 3D-Modell und jetzt fertig ist von Hand an, sondern der Computer, die Software rechnet das gleich um. Und das gibt es so bisher auf dem Markt noch nicht. Das haben die jetzt ganz neu entwickelt. Die sind jetzt gerade, sage ich mal, am Ende der Testphase. Die machen jetzt immer wieder schon Schulungen auch an Hochschulen, Universitäten, wo die ihr Produkt vorstellen, auch noch weiterentwickeln. Und jetzt sind sie gerade in dem Stadium, dass sie sagen, okay, jetzt läuft eigentlich alles stabil. Sie haben die kleinen Bugs, sage ich mal, noch ausgebügelt. Und jetzt wollen sie langsam durchstarten, dass sie sagen, okay, jetzt bringen wir das Produkt auf den Markt und vermarkten es auch
damit sie es eben unter die breite Masse und eben auch an die Firmen bringen können, die das brauchen. Ja, seither lief das halt immer so, Sie haben es neulich erklärt, also ich mache dann eine Musterkollektion, die muss ja irgendwo angefertigt werden, also die wird dann aber meistens halt nicht vor Ort angefertigt, also man hat Transportwege, man hat einfach, okay, dann kommt's, dann passt doch nicht, dann mache ich halt wieder irgendwie neue Teile und das kann man alles vermeiden. Also ich kann es einfach, ja, es ist eine Zeitersparnis, es ist nachhaltig, weil ich auch nicht Stoff verbrauche, den ich nachher nichts anfange, das halt dann auf irgendeiner Resterampe landet. Also das revolutioniert schon diese ganze Produktion. Und im nächsten Step, wie Adrian richtig gesagt hat, wollen sie jetzt halt einfach auf Modeproduzenten zugehen und einfach sagen, guck mal, ihr habt Zeitersparnis, ihr seid nachhaltiger. Genau, also das ist ein super Projekt. Also das ist hier entstanden. Ja. Und die waren glücklich. Also die haben einfach, ich hatte neulich auch ein Interview mit denen, die haben woanders angefangen und haben dann irgendwie so das Momentum gehabt, wie kommen wir denn weiter? Und in dem Moment haben sie vom Innoport gehört und konnten dann einfach bei uns zügig weiter durchstarten. Ich habe ein Thema noch, das dem Adrian bestimmt Spaß macht. Kreislaufwirtschaft war ein wichtiges Thema hier auch, so Circular Economy, Neudeutsch, Buzzword. Aber wir konnten es wirklich mit tollen Vorträgen und mit tollen Leuten irgendwie füllen auch. iFixit wird dir vielleicht zum Beispiel was sagen. So. Die haben so Reparaturanleitungen für alles Mögliche. Und das ist ja so ein typisches Adrian, wäre so ein typisches Adrian-Thema, so dass man hierher kommt, alte, nicht funktionierende Handys repariert oder aufwertet oder so nochmal einen zweiten Lebenszyklus. Das wäre doch was für euren Makerspace, oder bist du schon so busy mit aktuellen Projekten? Also ich sage ganz ehrlich, man darf das gerne kommen und bei uns tun. Wir haben ja auch den Verein hier, den Maker-Treff. Die sind dran, hier tatsächlich auch ein Repair-Café ins Leben zu rufen bei uns unten im Spaceport. Ich persönlich komme dazu nicht. Also ich bin im Moment gerade sowieso schon in der Position, dass ich sage, meinen eigentlichen Job, mich um den Makerspace zu kümmern, das steht gerade ziemlich weit hinten. Da bin ich sehr froh, meinen Kollegen Marc zu haben, der das zu großen Teilen übernimmt und mir da sehr viel abnimmt, weil ich gerade einfach mit Planungsthemen, mit IT-Themen im Hintergrund, einfach Digitalisierung, gerade so dermaßen viel zu tun habe, dass ich leider zu meinem eigentlichen Job gerade eher weniger komme. Adrian, du bist selber schuld, du kannst halt einfach zu viel. Das ist ein Problem. Also, was wäre da Innoport ohne Katrin und ohne Adrian? Haben wir was vergessen? Ja? Dann wären es die anderen 3 guten Mitarbeiter. Die darf man nicht vergessen. Also Katrin und Adrian sind zwar auch sehr fleißig, aber wir sind es ja nicht alleine. Die anderen gehören da auch mit dazu, Marc, Melli und Lisa, die uns da schon den Rücken frei halten. Ohne die könnten wir auch das nicht leisten, was wir tun. Sehr gut. Also, das hat sich auch verändert seit letztem Jahr, weil jetzt haben wir ein Team. Genau. Davor waren wir zwar eher so ein bisschen einzelkämpfermäßig unterwegs, aber jetzt haben wir einfach auch ein Team. Sehr gut. Und ein gutes Team. Und man spürt die gute Energie. Haben wir was vergessen auf unserer Liste? Kooperation mit Hochschulen haben wir darüber gesprochen. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Was macht der Truck? Ja? Der Truck, der steht da im Hintergrund, nur 2 Stockwerke tiefer, den sieht man gerade nicht. Letztes Jahr hatten wir den Truck mit im Bild. Ja? Diesmal sind wir heute oben. Ja? Der wird jetzt verkauft. Also falls ihn jemand kaufen möchte. Okay. Also ganz herzlichen Dank euch. Wie gesagt, wir sind immer gern zu Gast hier. Wir versuchen auch da ein bisschen Netzwerk mit aufzubauen und so. Und ja, wir haben eine Redaktion, redaktion@greentech.live, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten vielen Dank an euch. Gerne mal im Innoport vorbeikommen. Im Innoport vorbeikommen. Katrin ist da, Adrian wohnt hier mehr oder weniger. Newsletter anmelden, dass man immer informiert ist. Voilà. Okay.